willkommen zu unserem Format Airport Launch Fest. Wir sind wie immer unterwegs und heute sind wir in Seoul, Südkorea. Wir sind in einer richtig coolen Lounge. Also wie ich finde, das, was wir jetzt bislang hier gesehen haben, so ein bisschen rumgegangen, haben wir es gegessen schon. Und ich mache jetzt die Bewertung und das, was ich bislang gesehen habe, wirklich sehr, sehr gut. Es gibt im Terminal 1 des International Flughafen, der ICN Flughafen in Seoul, der größte Flughafen hier auch. Es gibt in dem Terminal 1 mehrere Lounges, die zur Auswahl stehen. Und wir befinden uns tatsächlich in der Lounge Asiana Business Lounge East. Es gibt auch West und Central und sowas. Wir haben East ausgewählt, weil das sehr, sehr nah zu unserem Gate ist. Wir befinden uns gerade auf der Höhe von Gate Nummer 11, gehen dann aber zu Nummer 9, das ist genau 2 Minuten von hier und sind dann sozusagen dann schon direkt an Bord. Ich würde dann auch gleich beginnen mit der Bewertung. Direkt wirklich von den Sicherheitskontrollen direkt schnell durchgegangen, Immigration raus und dann waren wir nach den Sicherheitskontrollen praktisch direkt schon in der Lounge. Also ihr lauft direkt auf die Lounge zu. Und dann sind wir reingegangen, hochgefahren, sind auch relativ freundlich empfangen geworden. Der Check-in war sehr, sehr gut. Wir sind schnell reingekommen, hatten überhaupt keine Probleme, keine Wartezeit. Also daher für den Check-in-Prozess und das Finden dieser Lounge gibt es einen vollen Punkt. Kommt zum zweiten Punkt, Atmosphäre und Design. Also wie ich finde hier, Atmosphäre ist ja wohl der Hammer. Also sehr, sehr modern gehalten. Man fühlt sich hier wirklich wie in so einer Business Class. Es ist clean, es ist modern, es ist gut beleuchtet, es ist angenehm hier zu sitzen. Obwohl es so groß ist, es ist einfach eine coole Atmosphäre und von daher gibt es auch für Atmosphäre und Design einen vollen Punkt. Und Sitzmöglichkeiten, was soll ich dazu sagen? Es gibt hier so viele Sitzmöglichkeiten, von Lounges für Einzelpersonen, für Familien, für Hochtische, dann kleine Tische, Gruppentische, also eine Riesenauswahl an Sitzmöglichkeiten. Vollen Punkt, mehr als das geht nicht. Kommen wir zu Punkt 4, Ruhe und Lärmpegel. Obwohl die Lounge sehr, sehr groß ist, also die ist wirklich sehr groß und auch alles sehr, sehr offen ist sie zwar jetzt nicht voll, aber gut belegt, sag ich mal. Also relativ viele Leute, die rein und rausgehen, aber es ist halt wirklich sehr leise. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn der Laden hier voll ist, aber wie ich finde, ja, die asiatische Art ist ja sehr, sehr leise so oder so. Deswegen, ich finde die Ruhe- und Lärmpegel hier wirklich voll in Ordnung und dafür eigentlich einen vollen Punkt, denn ich habe eigentlich nichts zu bemängeln. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, Essen und Getränke. Es gibt eine riesen Auswahl an Essen und auch an Getränken. Auf der einen Seite gibt es Alkohole, auf der anderen Seite gibt es ganz normale Getränke, es gibt Essen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, wenn Rush Hour ist, aber das, was wir gesehen haben, ist völlig ausreichend, hat auch wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Von daher gibt es dazu eigentlich nichts zu bemängeln, kein Vergleich zu Hamburg oder ähnliches. Deswegen von daher fürs Essen einen vollen Punkt. Ja, dann sind wir schon bei Punkt Nummer 6, Service. Also Leute, es war hier wirklich Top-Service. Es sind mindestens 2 Leute, die hier rumlaufen, die ganze Zeit und die ganze Zeit auf- und abräumen. Also die räumen hier jeden Teller, der hier irgendwo steht, im Lounge-Bereich oder sowas, räumen die sofort ab, wischen sauber. Es ist wirklich hier sehr, sehr sauber. Die Servicekraft ist super freundlich und auch sehr hilfsbereit, helfen einen, füllen auf. Von daher für Service einen vollen Punkt. Punkt Nummer 7, Sauberkeit habe ich schon so ein bisschen erwähnt. Es ist wirklich sauber. Also die Leute hier, ich weiß nicht, wie die das machen, aber jeder Tisch, egal wo du hinguckst, es ist wirklich sauber. Alle Fensterscheiben, wo ich jetzt hier gerade sitze, mit dem Blick aufs Rollfeld, sauber. Egal wo Staub, es gibt keinen Staub. Die Bücherregale oder die Zeitschriften da, ist alles sauber. Beim Buffet machen die alles sauber. Also von daher Hygiene, auch die Toilettenbereiche, Duschen. Top, also wirklich sehr, sehr sauber, deswegen auch dafür ein vollen Punkt. Ich glaube, diese Lounge wird heute wirklich sehr, sehr, sehr gut. Deswegen sind wir bei Punkt 8, Arbeitsmöglichkeiten, WLAN etc. Also an jedem Platz, wirklich, egal ob hier oder da vorne, wo ich auch noch saß, Hammer, Strom. Es gibt Drucker, wo du dich an einen anderen Laptop setzen kannst, ausdrucken kannst, oder du hast überall Anschlussmöglichkeiten, auch teilweise mit Internet, also LAN-Zugang. Deswegen auch das WLAN hier ist ja super schnell. Arbeitsmöglichkeiten, auch dafür einen vollen Punkt. Kommen wir zur Unterhaltungsmöglichkeit. Also für Kinder ist das hier nichts. Also es gibt keine Spielplätze oder ähnliches, aber es gibt einen Fernseher, da kannst du dich gerne hinsetzen. Es gibt Zeitschriften, die du nehmen kannst, lesen kannst. Ich glaube, ich habe sogar auch Bücher gesehen. Ich weiß nicht, ob die Deko waren oder ob du die gerne nehmen kannst zum Lesen. Das weiß ich jetzt nicht. Also das sind die Bücher, die ich meine. Ich glaube, man kann... Nee. Okay, das ist Deko. Wir haben es jetzt herausgefunden. Das ist Deko. Deswegen für Unterhaltungsmöglichkeiten auch einen vollen Punkt. Besondere Annehmlichkeiten, Punkt 10.
Es gibt Massagesessel, es gibt Zeitschriften, es gibt Duschen und auch Ruhebereiche für dich und für deine Familie. Also von daher für besondere Annehmlichkeiten auch dafür einen vollen Punkt. Ja, da sind wir schon bei unserem vorletzten Punkt, Aussichtsmöglichkeiten. Ich habe das schon so ein bisschen erwähnt. Ich sitze hier gerade wirklich fast direkt auf dem Taxiway, beziehungsweise ich sehe die Start- und Landebahn sogar. Ich drehe mal kurz die Kamera. Na gut, durch die Spiegelung kann man das jetzt nicht so ganz genau sehen, aber man sieht die Flugzeuge, man sieht die Fahrzeuge, die hier links und rechts fahren. Deswegen für Aussichtsmöglichkeiten, ich würde da gerne mehr Punkte geben, aber auch dafür einen vollen Punkt. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Wir haben es wirklich nicht weit zu unserem Gate. Wir sind gerade bei Gate Nummer 11 im Terminal 1 und wir müssen zu Gate Nummer 9. Ja, das sind wirklich 2 Minuten. Jeder Gate-Bereich hat sozusagen seine eigene Lounge. Das heißt, ihr könnt die Lounge, euer Gate relativ schnell erreichen. Deswegen gibt es auch dafür von mir an dieser Stelle schon einen vollen Punkt für die Erreichbarkeit bzw. die Wartezeit bis zum Boarding. Wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn ihr richtig mitgezählt habt, habe ich bei jedem Punkt volle Punktzahl gegeben und komme deswegen jetzt auch zur Gesamtbewertung. Also ich finde die Lounge wirklich mega. Die ist groß, die ist ruhig, gutes Essen, Top-Design. Es ist angenehm hier zu sitzen. Deswegen gibt es von meiner Seite aus für diese Lounge und zum ersten Mal in diesem Format volle 12 Punkte. Und es freut mich sehr, dass diese Lounge diese 12 Punkte hier bekommen hat. Und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Folgt uns gerne bitte, damit ihr keine Launch-Videos mehr verpasst oder auch andere Videos, die 360-Grad-Videos oder unsere Vlogs. Bitte verpasst ihr nicht, folgt uns, gebt dem Video gerne ein Like und bis zum nächsten Mal.